In dieser Folge geht es um das Batang Valley. Es ist ein sehr abgeschiedenes Tal im Pamir-Gebirge. Wir haben selbst nicht gedacht, dass wir es schaffen, da durchzufahren. Alleine hätten wir uns wahrscheinlich nicht getraut. Im letzten Video waren wir zusammen mit AJ und Oliver unterwegs und haben die Nordroute des Pamir Highway gezeigt und sind einen Teil des Highway direkt an der afghanischen Grenze entlang gefahren. In diesem Video werdet ihr das Batang Valley sehen. Es ist eins der abgeschiedensten Täler der Welt, nördlich vom Pamir Highway. 280 Kilometer sind es von der Einfahrt bei Rushan, bis man auf dem Pamir Highway unterhalb von Karakol-See wieder rauskommt. Wer nicht in Batang war, hat den Pamir nicht gesehen. Das hat Pavel Luknitsky, ein russischer Forschungsreisender, schon 1930 gesagt. Wir sind also nicht die Einzigen, die sich in dieses Tal verliebt haben. Ich weiß, wir haben schon mehrmals gesagt, dass Tadschikistan ein Highlight für uns war, aber das Batang Valley war für uns das Highlight in Tadschikistan. Es gibt nicht so viele Berichte über das Batang. Es fahren schon viele nach Tadschikistan, aber die wenigsten nehmen sich Zeit dafür. Wir sind neugierig. Habt ihr schon mal vom Batang Valley gehört? In der Nacht davor hat es leicht geregnet und es war noch bewölkt. Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns von AJ und Pino, die jetzt zusammen weitergefahren sind. Wir sind mit Oliver zusammen losgefahren, um noch einiges in Rushan zu erledigen. Das war Spaß gemacht, ja, mit euch vor allem. Schön, ja, gut. Irgendwann mal wieder. AJ, genau, irgendwo sieht man dich wieder. Hallo? Okay. Ja, that was nice. Wir bleiben in Kontakt. Ja, gerne. Okay, good night. Um uns gut auf die Durchquerung vorzubereiten, mussten wir einiges beachten. Wir mussten genug Wasser und Essen dabei haben. Wenn ein Erdrutsch oder Hochwasser die Straße blockiert, bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. So ging es Stefan, einem anderen Motorradfahrer, den wir später getroffen haben. Er musste dort 4 Tage warten, bis die Straße freigeräumt wurde. Wir mussten uns auch um ausreichend Benzin kümmern. Das Batang-Tal an sich ist eigentlich weniger als 300 Kilometer lang, aber wenn man von Rushan fährt, ist die nächste Tankstelle fast 400 Kilometer entfernt in Mulgab, oder wenn man nach Kirgisistan weiterfährt, dann sind es über 400 Kilometer. Dazu kommt, dass man die meiste Zeit über im ersten oder zweiten Gang fährt, also sehr viel Sprit verbraucht. Und man muss auch bedenken, dass man vielleicht umdrehen muss, falls die Straße länger blockiert bleibt. Man sollte nicht unbedingt allein fahren. Es ist gut, sich gegenseitig zu helfen und im Notfall kann jemand Hilfe holen. Bis jemand zufällig vorbeifährt, könnte es ziemlich lang dauern. Und wir mussten genug Bargeld dabei haben. Um diesen Punkt wollte sich Oliver noch vor der Einfahrt ins Tal kümmern. Es war Sonntag, also hatten alle Banken zu und die Automaten haben auch nicht funktioniert. Ich fragte einen Mann, ob er uns sagen kann, wo wir Geld abheben können. Geld? Wofür braucht ihr Geld? Ja, wir fahren ins Batang. Der Mann lachte nur und sagte, в Батанге не надо деньги. Also im Batang braucht man kein Geld. Wir lachten mit, aber eigentlich konnten wir uns das nicht wirklich vorstellen. Naja, wir hatten ja genug Geld abgehoben und Oliver konnten wir was leihen, wenn er was bräuchte. Anfangs hat es noch leicht geregnet, aber gegen Mittag war das Wetter top. Im unteren Teil des Tales sind noch Asphaltstücke zu sehen und es gibt viele Ortschaften. Wir machten bald eine Kaffeepause mit russischen Lebkuchen und freuten uns dabei sehr auf die kommenden Abenteuer. So, willkommen im Pamir. Wir sind gerade ins Batang Valley reingefahren. Wir wissen noch nicht genau, ob wir wirklich durchkommen, aber wir versuchen es. Und wir freuen uns, dass wir zu dritt sind mit Oliver. Hi. Obwohl wir mit vollen Tanks und Reserveflaschen ausgestattet waren, nutzten wir die erste auf Maps.me eingezeichnete Tankstelle, um wieder voll zu tanken. Nach nicht einmal 50 Kilometer kamen wir dann bei der sogenannten Tankstelle im Dorf Dasht an, wurden sehr, sehr herzlich empfangen.
Wir wurden zu Obst, Süßigkeiten und Tee eingeladen, bis das Benzin aus einem Fass umgefüllt worden war. How many liters do you want? Four, Maybe 2 liters. two and two. 2 and 2? Die Frau, die sprach sogar sehr gut Englisch und erzählte uns, wie wichtig für sie Tourismus als Einnahmequelle ist. Neben dem Benzinverkauf haben sie aber auch ein paar Zimmer zu vermieten. Es gibt nicht viel Verkehr im Tal und so konnten wir überall anhalten und Bilder machen. Eine ältere Frau, die zu Fuß unterwegs war, erzählte uns, dass das Wasser in Batang sehr hoch sei. Man fährt tatsächlich meist am Fluss entlang oder sehr oft durch Wasser. Und wie wir später zeigen werden, geht der Fluss immer wieder über die Straße oder die Straße geht durch den Fluss oder der Fluss ist die Straße oder so irgendwie. Das Tal ist so abgeschieden, dass es nicht mal eine Stromversorgung gibt und die schmale Straße manchmal tagelang von Erdrutschen oder Überflutung blockiert bleibt. Im Sommer wohlgemerkt. Wie die Situation dort im Winter oder im Frühling bei Schmelzwasser ist, können wir uns nur vorstellen. Solche Informationen, wo man tanken kann, wo man einkaufen kann, schwierige Passagen oder welche Plätze sich zum Zelten eignen, haben wir oft aus der iOverland-App. Diese können wir jedem, der in die Region reist, empfehlen. Man braucht kein Internet und sie bietet eine Menge hilfreicher Infos und Warnungen. Zum Navigieren fanden wir Maps.me sehr hilfreich. Das sind ziemlich genaue Karten, die man downloaden und offline nutzen kann. Es hat unglaublich Spaß gemacht, hier zu fahren. Das Problem dabei war, dass unsere Zähne vom vielen Grinsen mit einer dicken Staubschicht bedeckt waren. Wir filmten und fotografierten uns viel gegenseitig. Schon am ersten Tag gab es einige Wasserdurchquerungen und ich konnte gar nicht glauben, dass es so viel Spaß machen kann, durch Wasser zu fahren. Und hier noch eine Wasserdurchquerung. Davon gab es reichlich im Batang. In anderen Berichten hatten wir gelesen, dass das Wasser bis über die Motorhaube der Geländewegen hoch war und dass die Straße nicht erkennbar war. Sehr gefährlich ist, wenn es in den Bergen regnet und mehr Wasser runterkommt, aber auch, wenn es sehr heiß ist, dann schmilzt mehr Schnee und Eis aus den Gletschern oben und dann kommt auch viel Wasser runter. Aber nicht nur das Wasser ist gefährlich. Täglich verschütten viele Geröll und Erdrutsche die Straße. Da die Berghänge sehr lose sind, passiert es wirklich oft. Auch wir haben es an mehreren Stellen erlebt. Diesmal hatten wir Glück. Der Bulldozer stand wahrscheinlich günstig, sonst hätte es schon ein paar Tage dauern können, bis man eine Raupe oder Sprit organisiert. Das konnten wir am 3. Tag selbst beobachten. Was aber auch gesagt werden muss, wir hatten ein extremes Glück mit dem Wetter und die Bedingungen bezüglich Wasserstand waren für uns optimal. Anderenfalls hätten wir vielleicht die eine oder andere Strecke nicht so fahren können, wie wir sie gefahren sind und hätten vielleicht sogar umdrehen müssen. Наливай чайкончик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без черепахи, что за жизнь без черепахи. Der Batang-Fluss entspringt weiter oben in den Bergen auf etwa 2600 Meter durch den Zusammenfluss von Morghab und Kudara-Fluss und ist eigentlich nur 130 Kilometer lang. Der wird überwiegend von Gletscher und Schmelzwasser gespeist und mündet in den Panj bei Rushan, wo auch die Einfahrt ins Batang-Tal ist. Wir mussten oft über den Fluss fahren, die Brücken im Batang sehen nicht vertrauenswürdig aus. Manchmal gibt es gar keine, da muss man auch durch.
Auch hier im Bartang haben wir beobachtet, dass dort, wo es einigermaßen eben ist und was angebaut werden kann, da leben Menschen. Viele Kinder haben wir auch gesehen. Ела идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь стоит, но не пьют. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайканы? Ха! Хоть бывает здесь и тесно, чайкана и чудо-рай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. Чай, хана-хана, чай, чай, хана-хана, чай, чай, хана-хана, чай, чай, хана-хана, чай. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайканы? Что за жизнь без чайканы? Auch einige Sandpassagen gibt es. Und weil man es gar nicht erwartet, kann der Fahrstil schon mal lustig aussehen. Der erste Tag ist vorüber und es lief einfach besser als jemals vorgestellt. Einzig, dass ich nur wenig Bargeld dabei habe und es keine Möglichkeit mehr gab, noch was zu bekommen, da alle Banken geschlossen hatten, das liegt mir im Magen. Dadurch konnte ich auch nicht mehr viel einkaufen. Das betrübt mich ein bisschen und ja, die Gedanken sind nun zerstreut, da ich zwei wunderbare Begleiter habe. Wir haben ein gemütliches Tempo drauf und lieben alle das Fotografieren und Filmen. So gibt es viele fantastische Szenen dieser Landschaft, die man festhalten möchte. Und wenn es mir in der Gashand juckt, ja, dann fahre ich einfach wie am Morgen kurz einen Vorsprung heraus und positioniere mich. Susi sagt schon, wo immer ich stehe, ist bestimmt eine Sandfläche oder irgendwas anderes, was es zu meistern gilt. So ändert sich ständig unsere Reihenfolge und jeder hat die Freiheit, die er möchte und kann das Tal genießen, ganz nach seinem eigenen Gusto. Und trotzdem weiß er die anderen in der Nähe. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Der Gedanke, man könnte ein Bild für sich aufzunehmen, zu verpassen, der kommt erst gar nicht auf. Denn sicher hat der andere, der vorne war, sich schon auf irgendeinen Felsen gestellt oder macht sich es gerade im Gras oder Sand bequem und filmt schon.
ersten Tag fuhren wir etwa 100 Kilometer bis zu unserem ersten Zeltplatz. Als wir am Abend einen geeigneten Platz gefunden haben, kochten wir uns noch lecker Abendessen und bestaunten den schönen Sternenhimmel im Pamir, die absolute Dunkelheit und die Ruhe. So endet nun der erste Tag auf einem etwas erhöhten Plateau, das wir schon in Eye-Overlander als eventuelles Etappenziel avisiert hatten, so wie gedacht. Und wenn man dann noch feststellt, dass der ganze Platz eine Fußbodenheizung hat, da sich der leicht steinige Boden durch die Tagessonne so stark aufgehitzt hat, ja, Herz, was kannst du denn mehr begehren? Ganz zu schweigen von der Outdoor-Küche, die wir schon durch zusammengestellte Steine hier vorfinden. Sie sehen hier die Küche. Einmal Buchweizen, traditionell für diese Länder, oder eher russisch. Das ist die Flamme 1. Nun folgt die Flamme 2 mit geschlossenem Deckel. Tadschikische Kartoffeln in tadschikischem Land. Also bleiben vor dem Einschlafen die Gedanken im Tal, bei den Stellen, an denen das Wasser schon über die Ufer getreten war, den Sandpassagen und den immer wieder sagenhaften Ausblicken in diese wunderschöne Bergwelt. Am nächsten Morgen genossen wir den Sonnenaufgang und frühstückten lang, denn die Morgenstimmung war einfach fantastisch. Auch dieser Tag sollte sehr abenteuerlich werden. Nachdem wir alles abgebaut haben, machten wir uns wieder auf den Weg, um noch mehr von dieser wundervollen Berglandschaft zu sehen. Bald wurden wir wieder von unglaublichen Ausblicken beeindruckt. Man sieht nicht alle Tage sowas. Wir mussten runter in ein breites, karges Tal. Dort entstanden viele solche tolle Bilder, über die wir heute noch staunen. Weiter ging es in ein engen Tal, direkt am Wasser. Da sieht man, wie mächtig der Bartak-Fluss ist. Immer wieder flutet er die Straße, aber wir kommen ziemlich gut durch, ohne große Probleme. Auch Susi meistert alle Hindernisse, ohne mit den Wimpern zu zucken. Laut Eye-Overlander sollte es im nächsten Dorf einen Laden geben, also nichts wie hin. Wasser und Brot wäre super.
Wie immer in Tadschikistan kamen sofort Kinder zu uns gerannt, als wir kurz angehalten haben. Ich fragte sie, wo der Laden ist, und sie zeigten nach oben. Naja, auch wenn Samu nie auf Kinder hört, der Kleine sah vertrauenswürdig aus. Also was soll's. Vor einem Haus stellte ich das Motorrad ab, eine ältere Frau begrüßte mich und ich fragte auch sie. Где магазин? Wo ist der Laden? Hier, komm mit, sagte sie. Okay, wir wurden in einen fast leeren Raum mit Loch in der Decke gesetzt. Ein junges Paar setzte sich zu uns und wir fingen an, uns zu unterhalten. Wir bekamen Shirchai serviert. Das ist ein typisches Essen in ganz Zentralasien und bedeutet Milchtee. Darin sind auch Brotstücke. Oliver war nicht so begeistert davon. Das ist интересно да включаю. В этом городе нету homestay. Или есть? Что? Homestay. Homestay? Гостиница. Гостиница? И вот, Ну, есть там дома, там, вот таких же у нас. И много туристов здесь. Да. И из какой страны? Ну, разно будет. Вот после вчера был у нас Москва была. Из Москвы? Да. На мотоцикле? Не. Вот только пешком. От мотоцикла тоже был. Да? От Москвы, да. 4 человека них уже уехал. А после них было пешком. От Москвы тоже. Под Москва. Вау. Под Москву. Под Москва здесь пешком? Да. Во, Но, Душанбе. Шамбей. От Душанбе Где-то пешком. Они уже тоже на Каракул, потом Молдав. Так уже они едут. Wir genossen die Atmosphäre und die Gastfreundschaft sehr. Und einmal mehr war ich froh darüber, Russisch gelernt zu haben. Irgendwann fragte ich dann nochmal, где магазин? Und mir wurde gesagt, dass sie hier alles haben, was ich brauche. Okay, habt ihr Bohnen? Nein. Habt ihr Kekse? Nein. Habt ihr Konserven? Nein. Wasser? Ja klar, hier im Eimer. So füllten wir unsere Wasserreserven auf. Sie erzählten stolz, was sie im Sommer alles anbauen. Tomaten, Kartoffeln, Weizen, Zwiebeln. Klar, für sie ist das alles, was man braucht. Wer braucht denn schon Bohnen oder Kekse? Recht haben sie eigentlich. Beim Rausgehen gab es noch ein Gespräch unter uns Frauen allein. Wir bedankten und verabschiedeten uns vor der netten Familie und sind die staubige Piste bei ziemlich heißen Temperaturen weitergefahren. Ich vermute, dass sie vielleicht dachten, dass wir Hunger haben, weil wir ja nach einem Laden gefragt haben und sie uns deswegen was zum Essen angeboten haben. Wieder mal unglaublich die Pamir-Gastfreundschaft. Ja, ihr seht, das Leben dort ist nicht gerade einfach. Energiemangel, einseitige Ernährung und die extremen Wetterbedingungen machen dem Batangi das Leben schwer. Natürlich sieht es für uns Touristen romantisch und entspannt aus, aber der Alltag ist doch kein Zuckerschlecken. Sehr beeindruckend. Durftet ihr auch schon mal so eine Gastfreundschaft in abgelegenen Orten erfahren? Wir kamen aus den Staunen und aus den Grinsen gar nicht mehr raus. Irgendwann war der Fluss selbst dann die Straße und ich hatte noch nie so viel Spaß beim Fahren durch Wasser. Ein paar krasse Wasserdurchfahrten kamen danach. Sowas kann man sich in Europa gar nicht vorstellen. Weiter unten im Tal gab es oft noch Strom
und die Bedingungen sind viel milder. Das Leben ist dort nicht so schwer wie weit oben. Deswegen brechen viele Frauen mit der Tradition, nur in den umliegenden Dörfern zu heiraten und versprechen sich ein angenehmeres Leben, wenn sie weiter unten im Tal heiraten. Immer mal wieder mussten wir aus einem breiten Tal hoch über einen Pass fahren, um wieder in ein weitläufiges Tal zu gelangen. Man konnte sehr weit blicken. Von der Passhöhe kann man in alle Richtungen sehen. Wenn man nach Norden schaut, sieht man Gletscherausläufer. Da irgendwo hoch in den Bergen befindet sich der höchste Berg Tadschikistans. Der Peak Ismoil Somoni ist mit 7.495 Meter der vierthöchste Gipfel des Pamir-Gebirges und einer der legendären Schneeleopardengipfel. Der Schneeleopardorden war eine sowjetische Auszeichnung für herausragende Bergsteiger, die alle 5 7000er-Gipfel bezwungen hatten. Der Bergsteigerpreis wird weiterhin von einigen Ländern anerkannt und weitergeführt. 3 der Schneeleopardengipfel liegen im Pamir-Gebirge. Die Route führt durch den Badachshan-Nationalpark und man muss dafür ein kleines Eintrittsgeld von unter 2 Euro pro Person bezahlen. Schon ein Jahr nach der Gründung Tadschikistans haben sie diese Gegend zum Nationalpark erklärt. Darin befindet sich übrigens auch der Fetschenko-Gletscher, etwa 50 Kilometer nördlich vom Batang-Tal. Mit 70 Kilometer ist das der weltweit längste Gletscher außerhalb der polaren Gebiete. Das war knapp. Weiter ging es mit vielen Wasserdurchfahrten, abenteuerliche Brücken, durch breite Täler oder auf sehr schmalen Passstraßen hoch in die Berge. Wir waren schon auf knapp 3000 Meter Höhe. Die Landschaft war extrem abwechslungsreich, man könnte fast alle 100 Meter anhalten und Bilder machen. Für unseren Mittagsspot hatten wir einen kaskadisch herabfallenden Gebirgsfluss als Pausenplatz mit eiskaltem, klaren Wasser ausgesucht. Was für ein Spaß, sich seiner Kluft zu entledigen, und jeder verlor immer mehr, bis man quasi naturgegeben im Wasser geduscht hat. Das ist auch eine Methode, wie man Strumpf waschen kann. Von innen nach außen. Das war ein unvergessliches Erlebnis für uns.
Nachdem wir so durchgeschwitzt und voller Staub waren, gab es einfach nichts Besseres als ein kühlen Wasserfall mit Ausblick. Frisch geduscht sind wir dann immer weiter und höher gefahren. Wir merkten die Höhe immer mehr. Kopfweh, Schwindel, Übelkeit und Verdauungsprobleme hielten uns aber nicht auf. Wie schon erwähnt, gibt es keine Stromversorgung im Bartangtal. Einige Dörfer haben sehr, sehr uralte Generatoren, so nach russischer Bauart, mit denen Teekochen ewig dauert. Und andere Dörfer, die haben sogar Solaröfen, die sie zum Kochen benutzen. Bei den Recherchen mit Susi und Samuel zusammen über das Tal sind wir auf eine Projektinitiative gestoßen, die heißt Bartang has Future. Die hat sich zum Ziel gesetzt, das Tal mit Strom zu versorgen. Im Moment leiden leider vor allem Frauen und Kinder darunter, dass sie sehr viel Zeit und Energie fürs Holzsammeln oder Dungsammeln und Trocknen verbrauchen. Die Kinder gehen manchmal deswegen nicht zur Schule und die Frauen können nicht, wie in anderen Dörfern, in ihrer Freizeit traditionelle Kleidung stricken und verkaufen. Außerdem kann man das, was sie sammeln, nicht wirklich Holz nennen. Das, was sie sammeln, ist verholztes Gras und Gestrüpp, das ganze 35 Jahre braucht, um zu verholzen. In 5 Minuten ist es schon verfeuert. Ein weiteres Problem im Tal ist, dass wegen der schlechten Bedingungen nur wenig Obst und Gemüse angebaut wird. Vitaminmangel ist stark verbreitet. Aber auch hier tut sich was. 2019 wurden in manchen Dörfern Gewächshäuser aufgestellt, um den Gemüseanbau effizienter zu machen. Witzig war das in einer Bergabkehre entgegenkommende, knallgelb lackierte lokale Motorrad mit Seitenwagen. Das habe ich genossen. Der zweite Tag, der nun schon zu Ende geht, war geprägt durch Susis gute Russischkenntnisse, anhand derer eine Verständigung mit den Talbewohnern sehr, sehr gut möglich war. Danke. Das erleichtert doch wesentlich die Beschaffung von Benzin, was fürs Schweinchen dick, meine 1200er GS, dank dem großen Tank kein Thema ist, aber den beiden Huskies immer im Nacken sitzt, trotz der mitgenommenen 5-Liter Flaschen Benzin. Sind es dann doch letztlich ca. 280 Kilometer durch das ganze Tal. Aber so bekommen wir eben auch einen Einblick in das Leben hier und in den Genuss von frischem Brot. Hier sieht man Gudara, das letzte Dorf im Bartang. Hier muss man den Eintritt für den Nationalpark bezahlen. Gleich hinter uns weigerten sich 2 französische Jeeps zu bezahlen und Susi versuchte zu übersetzen. Letztendlich bezahlten auch diese. Dieses Dorf Gudara wurde 2015 bei einem starken Erdbeben von 7,2 am stärksten von allen Dörfern im Bartangtal zerstört. 90% der Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Und das mitten im Winter, wo Temperaturen von bis zu minus 30 Grad herrschen. In den Medien war es kaum präsent. Und wegen der Abgeschiedenheit des Tales und weil der Weg zerstört wurde, dauerte es 5 Tage, bis der erste Helikopter landen und helfen konnte. Dass es dieses Dorf so hart getroffen hat, ist doppelt traurig, weil hier leben die Nachfahren von den umgesiedelten Dorfbewohnern aus Sares, dem früher fruchtbarsten Dorf im Tal, ein paar Kilometer abseits auf einem Zufluss. 1911 gab es schon mal ein starkes Erdbeben dort. Dadurch entstand ein natürlicher Stausee, der das Dorf Sares überflutete. Die damaligen Bewohner gründeten dann ein neues Dorf, Gudara. Auf der Passstraße, wo wir einige Schwierigkeiten bei Hochfahren hatten, haben uns die Franzosen überholt. Sehr weit sind sie aber nicht gekommen. An einem sehr steilen Hang mit viel Geröll trafen wir uns wieder. Der erste Jeep fuhr rüber und löste dabei eine kleine Steillawine aus. Für den zweiten war die Stelle nicht mehr passierbar, auch wenn wir alle mit Schaufel, Händen und Füßen geholfen haben, die Straße passierbar zu machen. Es kam immer mehr Geröll runter.
Der musste dann auf einen Bulldozer, der am nächsten Tag kam, warten. So just in case he has to move quick, you are in the way. Accélération. Oui, hop, hop. Oh! He was not that bad. Weil wir so viel Zeit mit Helfen verbracht hatten, wurde es schon dunkel und wir hatten keine Zeit mehr, einen versteckten Zeltplatz zu suchen und fanden direkt neben der Straße einen mit Gras bedeckten Fleck. Hier kommt eh niemand vorbei, dachten wir. Und schon kam ein Esel um die Ecke und noch einer. Und natürlich folgte auch der Hirte. Er gesellte sich einfach zu uns und schlug sein Lager neben uns auf. Wir haben ihm auch was zum Essen gegeben. Er schien sehr hungrig zu sein. Am meisten hat er sich über eine große Tasse Tee gefreut. Er hat erzählt, dass er an dem Tag schon 50 Kilometer zu Fuß gegangen ist und dass er jetzt sehr müde ist. Und so ging wieder ein sehr abenteuerlicher Tag zu Ende. Die Nacht war nicht mehr so warm wie die letzte Nacht, aber dafür sehr ruhig und mit klarem Himmel. Noch bevor wir Kaffee gekocht haben, hat sich der Hirte im Morgengrauen von uns verabschiedet. Er packte seine Sachen zusammen und machte sich auf den Weg. Auch wir wollten möglichst früh rauskommen, denn laut iOverlander sollte gleich eine tiefe Wasserdurchfahrt kommen und morgens ist der Wasserstand noch etwas niedriger. Da man immer wieder durch Wasser fahren muss, wussten wir nicht genau, welche Wasserdurchquerung gemeint ist. Zuerst kamen einige große Pfützen, die konnten es nicht gewesen sein. Das dachte ich mir. Ja, das dachte ich mir. Augen zu und durch. Schließlich kamen wir an einen wilden Bach. Wenn auch mit nassen Stiefeln, haben wir das gemeistert. Wasser ist hier Fluch und Segen. Natürlich braucht man Wasser zum Leben, aber hier im Tal kann es gefährlich werden. Das unterschätzen manchmal auch Touristen und so landen sogar Autos im Fluss. ندیدم یک دلی شاد از غم عشق از غم عشق امشب یاد کردم. So, wir sind jetzt den dritten Tag im Batang Valley unterwegs. Es waren viele Flussüberquerungen. Wir haben alle ziemlich nasse Füße, aber wunderschön landschaftlich. Heute versuchen wir rauszufahren. Mal schauen, ob wir es schaffen. Es sind noch 100 Kilometer. Wieder mussten wir durch Wasser. Ab dem Dorf Gudara, von dem wir vorher erzählt haben, waren wir nicht mehr an Batang-Fluss entlang gefahren. Jetzt fuhren wir an seinem Quellfluss entlang, nämlich Gudara. Dessen Tal ist breiter als das Batang-Tal. Trotzdem führt die Straße nicht direkt am Fluss entlang, sondern sehr hoch auf brüchigen Berghängen. Langsam wurde das Tal immer weiter und es ging weiter nach oben. Der Pass hier heißt Kökjal und ist nur 3 Monate im Jahr befahrbar. Juli, August und September.
Der Ausblick von da oben über die breiten Täler und die weißen Bergspitzen am Horizont ist gigantisch. Es war ein tolles Gefühl, vom engen Tal in die breite Ebene und dann immer höher zu fahren. Die Passhöhe ist auf 3800 Metern. Nach dem Pass bleiben wir auf der Höhe und wir müssen unzählige wilde Bäche durchqueren. Stein drüber. Alle ab. Und nochmal. Jetzt aber. Komm. Und ab. Dann kamen wir in eine breitere Ebene, die mit Gras bewachsen war. Sonst sind die Berghänge im Batangtal karg. Hier trafen wir Viehzüchter, die dort das Sommerlager hatten, auf 3700 Metern. אני נקודה. Пил чай. Надо много километров сегодня. Каракуль, да? Не дальше, Мургаб. Мургаб? Да, это много. Они из куда? Они... Не знаете. Не знаю. Маленький. Ма. Ма. Они больный. Да. Ja, er humpelt, hast du gesehen? Der Arme. Чай. Die haben uns gleich zum Tee eingeladen. Es herrschte reger Betrieb, denn die hatten gerade Besuch aus Frankreich. 2 französische Fahrradfahrer haben sie zum Mittagessen eingeladen. Deren Fahrradspuren haben wir die Tage immer mal wieder im Schlamm gesehen. Da wir nicht so viel Aufregung im Lager verursachen wollten, bedankten wir uns für die Einladung und fuhren weiter. Die Tiere schienen aber sehr interessiert an unseren Reisefahrzeugen zu sein. Ab diesem Zeitpunkt fährt man gar nicht mehr runter,
Und wir bleiben auf ca. 3700 Meter und fahren immer wieder Berghänge hoch und runter, aber im Durchschnitt fahren wir konstant immer höher. Ab 3500 Meter spürt man die Höhe deutlich. Wenn man immer höher fährt, wird es nicht besser. Ich hatte Verdauungsprobleme, Susi hatte Seitenstecher und Oliver war seit heute Morgen angeschlagen. Wir verlassen auch den Gudara-Fluss und kommen in eine sehr breite Hochebene, die uns ziemlich konstant auf 3800 Metern hält. In diesem Teil des Tales ist es wirklich sehr rau. So rau, dass hier auch keine Menschen mehr leben. Dort oben gab es viele Becher mit Schmelzwasser. Überwältigend war die weite Sicht von dort oben. Man konnte sehr weit sehen, die Bergspitzen über 6000 Meter hoch, ein unglaubliches Panorama. So, wir haben es fast geschafft. Wir haben noch 18 Kilometer, bis wir raus sind aus dem Batangtal. Inzwischen sind wir auf 4000 Höhenmetern und wir alle drei merken es. Also wir sind kurzatmig, bekommen Seitenstechen oder Magenprobleme. Aber trotzdem, die Landschaft entschädigt einen total. Wie ihr seht, hatte die Höhe auch Auswirkungen auf unsere Stimmung, denn wir fuhren ziemlich viel rum oder versuchten, die Mopeds zu schmücken oder hatten Gleichgewichtssinnstörungen. Immerhin im Stand. Ach, du Scheiße. Wo kann ich am besten greifen? Ja, an den Griff kann man ganz gut greifen. Der dritte Tag geht nun schon fast zu Ende und er begann für mich mit Übelkeiten und Erbrechen. Das war für mich erstmal erschreckend, aber anscheinend dann doch die Anzeichen von Höhe. Hätte aber auch natürlich das opulente Mahl von gestern Abend sein können. Da kam doch glatt noch einer vorbei mit seinem Esel und wir haben eben das Ganze mit ihm geteilt. Gegen Mittag waren wir dann schon so weit, dass wir die teils trocken gefallenen Passagen regelrecht als Spielfläche und Spielwiese verwendet haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam ja noch das Hochplateau. Diese weite nach 3 Tagen in dem engen Tal mit seinen gigantischen Felsmassen am steil aufsteigenden Rand. Das war wirklich verzaubernd. Und im Rausch der Landschaft freuen wir uns, kann ich wohl schon sagen, auf dem Pamir
und haben aber dann letztlich eben immer noch die Bilder im Kopf, die uns mit Sicherheit eben keiner mehr nehmen kann. Die Höhe haben wir dann den ganzen Tag über alle sehr, sehr stark gemerkt. Wir sind extrem langsamer geworden. Allerdings haben wir auch sehr, sehr viele kleine Bergflüsse durchfahren und zum Glück sind die richtig schwierigen und großen Passagen alle ohne Wassermassen gewesen. Das hätte uns wahrscheinlich sonst zum Umkehren zwingen können. Wir fuhren ewig durch diese kargen Hochebene und kamen bald auf 4000 Meter Höhe. Das hat man deutlich gespürt. Auf dieser Piste kamen wir zum ersten Mal mit Wellblech in Kontakt und so fuhren wir oft neben der Straße, die eher nur noch schwer zu erkennen war. Auf dieser Hochebene haben wir keinen einzigen Menschen oder sonstige Fahrzeuge getroffen. Das mit der Höhenkrankheitssymptomen sollte spannend bleiben, weil wir hatten als Tagesziel Mogab. Das ist die einzige größere Ortschaft da oben in den Bergen. Der nächsten Stadt wäre sonst in Kirgisistan. Um nach Mogab zu kommen, mussten wir erstmal aus dem Batangtal auf den Pamir Highway rausfahren und dann über den höchsten Pass der Highway, nämlich Akbaital bei 4600 Meter, nach Mogab zu kommen, das ebenfalls auf 3700 Meter liegt. Dort werden wir auf jeden Fall übernachten müssen. Ob wir auf der Höhe schlafen können, werden wir sehen. Aber erstmal mussten wir über der letzten abenteuerliche Brücke rüberfahren und dann erreichten wir heil und munter den Pamir Highway wieder. Vielleicht sollte man doch durch Wasser fahren. Die Freude, als wir wieder Asphalt unter den Rädern hatten, war groß. Wir haben das Batang Valley geschafft. Ein paar Hunde schauten auch vorbei, um mit uns zu feiern. Also das war wirklich ein Abenteuer, durch dieses wunderschöne Tal zu fahren. Wir haben wirklich unvergessliche Momente erlebt, atemberaubendes Panorama bewundern dürfen. Und inzwischen ist mir klar geworden, Geld im Batang, wie willst du das denn bitte schön ausgeben? Da ist doch Zeit und Geduld viel wichtiger. Aber damit endet das Abenteuer in Tadschikistan noch nicht, denn auf uns warten noch andere abenteuerliche Orte und beeindruckende Erlebnisse. Siehst du, der Hund schnauft auch schwer. Was gibt's jetzt? Nach wie viel Kilometer Offroad?
Nun stand noch der höchste Pass der Reise bevor, der Agbaital mit über 4600 Meter. Dort oben werden wir auch Stefan kennenlernen, mit dem wir den Pamir Highway westwärts und Wakhan Valley fahren werden. Moin! Das alles und noch mehr werdet ihr im nächsten Video sehen. Hier einen kleinen Ausblick auf die kommende Folge. Wir hoffen, es bleibt auch für euch spannend. Danke fürs Schauen und lasst gern ein Like oder ein Abo da. Das motiviert uns, weitere Videos zu machen. Heute hier, morgen da, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern oder morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes